Wenn du wissen willst, welche Schussfeatures sich in EA Sports FC 24 ändern oder neu dazukommen, dann bist du hier genau richtig. Denn ich werde auf jedes einzelne neue Schussfeature oder Veränderung des Schusses und andere Möglichkeiten eingehen, sodass du in EA Sports FC genau wissen wirst, welchen Schuss du am besten nutzen solltest oder welchen du eventuell probieren solltest. So, da sind wir jetzt auch schon wieder in den Pitch Notes und wir gehen direkt rein. Und das erste ist an sich der Precision Schuss, der eingeführt wurde, aber an sich ist es eher eine Controller-Einstellungssache, die geändert wurde. Und zwar bei Schusshilfe gab es ja immer eine Semi-Schusshilfe oder Mithilfe und die Semi-Schusshilfe wird jetzt verändert und nennt sich jetzt Precision Schusshilfe. Und die hat den Vorteil sozusagen, dass im Vergleich zu der normalen Schusshilfe, also wenn du Schusshilfe eingestellt hast, dass beim Precision Shot nun die Genauigkeit deutlich erhöht wird des Schusses. Außerdem wird es einen neuen Indikator geben, wo du sehen kannst, wohin du gerade zielst. Und für alle, die den Indikator nicht brauchen, dieser kann auch in den Trainereinstellungen abgestellt werden. Und außerdem gibt es auch noch eine interessante Neuerung, denn innerhalb der 6-Yard-Box gibt es sozusagen auch in dieser Schusshilfe integriert ein neues Feature, dass wenn du dort Schüsse First Touch machen solltest, das heißt du spielst den Ball rein und schießt direkt First Touch, dass dadurch dann der Schuss nicht so präzise sein muss in dieser Sekunde von der Richtung her, sodass es wahrscheinlicher ist, dass der Schuss auch reingehen wird, wenn du den First Touch abschließen solltest. Bezieht sich aber auch nur wirklich auf 6-Yard-Box, also wirklich im 5-Meter-Raum des Tores. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Änderung, die ich auch schon an sich in dem 3 neuen Passkonzepte-Video vorgestellt habe. Ich verlinke es euch hier, denn dort gab es auch den Header-on-Demand-Pass, den ihr machen könntet. Und nun könnt ihr aber auch einen Header-on-Demand-Schuss machen. Und das bedeutet, dass ihr durch Halten der L2, R2 und Kreistaste könnt ihr nun dem Spieler bewusst sagen, wenn der Ball 3 Feet über dem Boden ist, dass dein Spieler sozusagen einen Kopfball machen kann. Das heißt, du kannst ihm bewusst sagen, dass er einen Flugkopfball machen soll und nicht mit dem Fuß hingehen soll. Inwiefern das nun positiv oder negativ ist, das wird sich noch herausfinden, aber es kann in einigen Situationen einerseits natürlich für die Animation her ganz geil sein, wenn er einen Flugkopfball ins Tor macht, oder in manchen Situationen eventuell wirklich gut funktionieren. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Des Weiteren werden sogenannte Quick Release Shots, also schnell ausgeführte Schüsse, eingeführt. Und zwar, wenn du die Kreistaste nur kurz antippst, was wir auch in FIFA 23 teilweise hatten, dieser Tap-Shot, wenn du die nur kurz angedrückt hast, dass dann so ein flacher Schuss rauskam, der extrem gut funktioniert hat. Und das ist sozusagen auch in EA Sports FC 24 integriert worden, bloß diesmal ist es so, dass wenn du diesen nur antippst, sozusagen der Spieler mit der schnellstmöglichen Animation, das heißt, desto schnell er wieder am Ball ist, mit der nächsten Aktion den Schuss machen wird, und dafür muss aber der Schuss weniger als 30% des Balkens aufgeladen sein, damit dieses funktioniert, und der Spieler muss sich innerhalb des 16ers befinden. Sollte er sich außerhalb befinden und ihr nur antippt, dann wird ein normaler Flachschuss wie auch in FIFA 23 rauskommen. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis
meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Was auch noch sehr interessant ist, und da verweise ich auch nochmal auf das Passvideo, denn auch in dem Passvideo konntest du Pässe mit Skill-Moves jetzt abbrechen und das Ganze kannst du jetzt auch mit Schüssen machen. Das heißt, du kannst Schüsse mit speziellen Skill-Moves abbrechen und sozusagen von der Schussanimation in einen Skill-Move hineingehen, wobei du dafür natürlich nur ein kleines Fenster hast, wo du, wenn du den Schuss eingibst, in der Animation dann auch einen Skill-Move eingeben kannst. Inwiefern das Fenster wirklich klein ist oder wie viel Zeit du wirklich hast, das wird sich erst in-game herausstellen. Und hier haben wir auch ein paar Szenen dazu, wie das aussieht. Hier ist ein Shot-to-Skill-Move. Das heißt, du lädst sozusagen den Schussbalken auf und machst dann einen Trick und kannst so vorbeiziehen. Und hier das gleiche mit dem Roulette, was eine weitere Möglichkeit ist, wenn du merkst, dass der Torwart zu nah dran ist und du einen Schuss eingegeben hast, kannst du jetzt eventuell mit einem Skill-Move dir eine deutlich bessere Ausgangssituation und Schussposition verschaffen, was an sich eine nice Variante ist. Und indirekt konntest du es in FIFA 23 auch vor allem mit dem Powershot machen, dass du, wenn du einen Powershot aufgeladen hast, du auch einen Skill-Move machen konntest, was auch extrem stark war. Und die letzte Änderung bezieht sich dann auch direkt auf den Powershot, denn jetzt ist es möglich, während der Powershot-Animation, wenn du L1 dabei drückst, kannst du vom Powershot in einen Chipshot ändern. Das heißt, du gibst an sich einen Powershot ein, der macht diese Powershot-Animation und wenn du dann L1 drückst, geht er von der Powershot-Animation in einen Chipshot über, also in einen Lupfer über. Und das gleiche funktioniert auch, wenn du den Powershot eingibst und während der Animation R1 drückst, dann wird der Powershot sozusagen abgebrochen und in einen Finesse-Shot umgewandelt, was dir natürlich auch, desto enger die Situation vor dem Tor ist mit dem Torwart, kannst du dadurch natürlich deinen Abschluss eventuell deutlich besser machen. Und honestly, ihr habt sicherlich auch die ganzen Szenen hier auch im Deep Dive Trailer gesehen und Co. Und da waren sehr viele Tore mit Chipshots, also Lupfern. Und ich glaube, dass Lupfer wieder extrem stark in EA Sports FC werden können. Das waren jetzt auch schon alle Neuerungen in Bezug auf Schüsse, die vorgestellt wurden. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr die Änderung gut findet, was ihr gut findet, was ihr nutzen werdet, beziehungsweise ausprobieren werdet. Das würde mich sehr interessieren. Wenn dir es gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, lass ein Like da und teile das Video auch mit FIFA-Freunden von dir oder EA Sports FC-Freunden mit dir, damit die dazu stoßen können und den Kanal weiter unterstützen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wenn du noch mehr News zu EA Sports FC 24 und weiteren Content dazu sehen willst, dann rate ich dir, die Playlist anzuschauen mit den News, die ich zusammengestellt habe. Dort erfährst du wirklich alles, was es neu gibt, sodass du dich da vorbereiten kannst auf die EA Sports FC Saison. Und zum Ende sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.